Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema massiver Ausbruch bei Gold und Silber, Zündung bei Goldaktien. Disclaimer: Massiver Ausbruch bei Gold und Silber, Zündung bei Goldaktien. Schlechte Arbeitsmarktzahlen und die damit verbundenen Rezessionsängste haben Gold und Silber massiv steigen und die Börsen fallen lassen. Am Ende werden sich der Dow und Gold bei Ratio 1 treffen. Was bedeutet, mit Gold und Silber kann man seine Kaufkraft in einer Rezession sichern bzw. ausbauen, während Standardaktien vielleicht noch 80 bis 90% ihrer Kaufkraft verlieren werden. In dieser Situation werden Goldaktien die ganz großen Gewinner, weil diese selbst das aufgewertete Gold 10-mal oder mehr überbieten werden. Ja, das scheint ein besonderer Tag zu sein, dass dann Gold und Silber gleich so hoch durchschlägt. Ich vermute mal, es müsste eigentlich wieder eine Notdrückung eigentlich erfolgen, aber sicher ist das nicht. Wir erwarten ja eigentlich auch die nächsten Wochen einfach die dauerhafte Etablierung des Goldpreises über 2000. Das ist deshalb wichtig, weil dann Anleger denken, okay, wenn er nicht mal unter 2000 geht, dann kommt auch irgendwann 2500, 3000, gar 5000 oder mehr. Und das ist ist meines Erachtens eben die Zündung für diese Goldaktien, die dann im Vergleich, wie Sie gleich im Anschluss sehen werden, überproportional zu Gold und Silber steigen. Das ist wichtig zu wissen. Deshalb sind sie interessant. Übrigens war das auch das Allheilmittel in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 sind auch die Aktienmärkte um 90% eingebrochen, während gute Goldaktien teilweise sich verzehnfacht haben. Also wirklich in einer schlechten ökonomischen Umgebung performen die, weil zum einen auch eben durch die rezessiven Tendenzen die Inputkosten, sprich Rohstoffe wie Öl und eben auch Personalkosten billiger werden. Das muss man sich eben machen. Das ist im Prinzip für Goldaktien, so zynisch es klingt, ein interessantes Umfeld oder ein gutes Umfeld. Goldaktien sind eben auch ein Krisenbarometer. Wenn die steigen, ist auch irgendwas nicht ganz in Ordnung in der gegenwärtigen Wirtschaft. Gut, wir werden sehen, ob dieser Ausbruch von Gold und Silber nachhaltig sein will. Langfristig gilt, ähm, werden Standardaktien, wie auch dieses Chart und dieser rote Pfeil anzeigt, verlieren gegenüber Gold. Also das heißt sogar um bis zu 90% über Gold. Das muss man sich bewusst machen. Normale Standardaktien sind in dieser Phase, die hatten wir auch eben vom letzten Hoch von den 1970er Jahren bis 1980 hatten wir das auch. Dort ist mehr oder weniger der Dow Jones, diese Ratio, wie Sie das hier sehen, im Grunde genommen hier auch von 30 auf 1 gefallen, also auch 90% des Wertes gegenüber Gold vernichtet. Deswegen ist eben Gold so unheimlich interessant. Sie können ihre Kaufkraft halten, sie können steigern und können dann, wenn wenn Gold im Verhältnis zu Dow Jones wieder 1:1 oder tiefer ist, können sie die Assetklasse wieder wechseln und wieder wesentlich mehr Aktien kaufen. Im Grunde genommen 10, 20 Mal mehr Aktien, als sie jetzt haben will, sofern es Top-Aktien sind und die nicht pleite gehen. Also es ist eine ganz interessante Situation für Gold und Goldaktien, könnte der Auslöser sein für eine wirkliche Goldaktienrallye in den nächsten 6, 9 oder 12 Monaten. Ja, hier ein Screenshot eines alten Videos von mir vom 29.10.22, Projektgenerator Chile, Argentinien. Also das ist ein Unternehmen, ein sehr gut finanziertes Explorationsunternehmen, das 18 Projekte haben, die sich auf die hochwertige Gold-, Kupfer- und Silberentdeckung in den mineralreichen Bergbaugebieten von Chile und Argentinien konzentrieren. Also die haben extrem viele Projekte und es ist ein enormer Wert, da wurde im Prinzip kaum bewertet. Und ich bringe das deshalb hier nochmal jetzt zum Vorschein, weil gerade heute es hier ein sage und schreibe 50% Ausbruch gab bei dieser Aktie. Als wir am 29.10., also Anfang November quasi, darüber berichtet haben, war diese Aktie noch 48 Cent, ist dann seitdem etwas höher gekrochen. Hier Sie sehen das ja vom November von diesen 48
Cent hier, dann auch schon mal auf 1, mehr oder weniger gleich, hat jetzt auch nochmal mit der gerade laufenden Korrektur nachgegeben. Aber jetzt, wo der Stimmungswechsel kommt, wo die Anleger erkennen, dass da große Werte drin, schießt die ganze Aktie in einen Tag um 50%. Und jetzt vergleichen Sie das einfach mal, deswegen habe ich hier diese Werte Gold und Silber hinzugefügt. Um wie viel Prozent ist heute Silber gestiegen? Um wie viel Prozent heute Gold? Das heißt schlicht und einfach, dass diese Goldaktie oder Silberaktie, wie man das nun sagen will, das ist eine Mischung von beiden, ist also um 10-mal stärker gestiegen als Silber selbst. Das tut nicht jede Gold- und Silberaktie, das ist klar. Das wird auch nicht so, diese Dynamik kann nicht gehalten werden. Das geht nur, wenn Sie von diesen großen Tiefs. Nichtsdestoweniger, wenn Sie das hochrechnen und sich einfach mal vorstellen, Silber erreicht irgendwann 50, was es ja 2011 schon erreicht hat, und Gold vielleicht 2000, 2300, 2400, who knows. Wo könnte solche Aktie denn stehen? Ich denke mal, ohne Probleme 5, 10 Dollar, auch weit darüber hinaus möglicherweise in der Spitze. Vielleicht geht es auch Richtung 20, 30, who knows, das weiß kein Mensch. Und da haben wir eben diesen ganz großen Hebel. Wenn man da zum Beispiel jetzt ein paar tausend Stück hat, 5000 Stück, würde das eben, und diese Aktie würde vielleicht auf 10 steigen, sind es schon 50.000 und in der 20, 100.000. Also der Hebel ist auch gewaltig und das Risiko ist nicht so super hoch. Das ist moderat bis hohes Risiko. Klar, ist jetzt schon angestiegen, kommt vielleicht noch zurück, aber ich wollte Ihnen das einfach mal zeigen, um wie viel besser Goldaktien, Silberaktien sein können als Gold und Silber. Und diese Zahlen, die zeigen auch den Grund auf, warum wir jetzt in Goldaktien investiert sind. Die Unterbewertung ist so extrem und deswegen wird es vermutlich die nächsten 6 Monate solche Goldaktien und Silberaktien-Rallye gehen und wir werden, Gold steigt vielleicht insgesamt um 20%, das hatte ich gestern schon gesagt, und diese Aktien vielleicht um das 20-fache oder 30, who knows. Es ist ein absolut gigantisches Potenzial und diese Ausbrüche zeigen das auf, dass das Realität ist. Ja, hier nochmal ein paar allgemeine Fakten zu den letzten Gold- und Silberaktien-Rallyes, wo Leute ein Vermögen gemacht haben. Das war 1960. Da wurde Silber knapp. Man hatte vorher versucht, Silber bei 1,30 Dollar stabil zu halten. Und es kam aber zu Silberabflüssen. Man musste den Preis freilassen. Es ging davon 1,30 Dollar auf 2,70. Und das führte eben dazu, dass gerade die Penny-Silberaktien im Schnitt um das 100-fache und mehr gestiegen sind. Also man konnte unglaubliches Vermögen machen durch diese Silberpreisanpassung. Und äh, Gold- und Silberaktien genauso immer noch unterbewertet, trotz dieser Ausbrüche. Es gibt noch viele, viele Nachzügler und die kann das alles noch nachholen, wenn natürlich dieser Gold- und Silberboom anhält und vermutlich mal und hoffentlich mindestens auf 2400 Gold beziehungsweise Richtung 50 Dollar Silber geht. Und da können wir absolut Identisches erleben. Das ist die identische Situation. Damals wurden hier von 1963 bis 1967 der Silberpreis stabil gehalten. Und 20 Dollar sehen wir ja auch schon seit Jahren jetzt hier um. Natürlich plus minus 5 Dollar, aber das ist auch ein Einfrieren des Silberpreises auch. Und das wird in einer großen Eruption, wird er sich wegen des Angebotsdefizits, Sie wissen ja, die Comex-Lagerhäuser sind komplett leer, ähm, das wird zur Silberpreisexplosion wie hier in den 1960er Jahren führen und mit ebenso großen Chancen eben auch mit den Silberaktien. Und deswegen muss man daran investiert sein und deswegen zeige ich solche Aktien auf. Ja, dann gab es eben noch den Goldaktienboom ab der 1970er, der bislang größte. Dort ist ja mehr oder weniger in der zweiten Phase Gold von 100 Dollar auf 850 in mehr oder weniger 1,5 Jahren so ungefähr gestiegen. Und das sind eben, die Goldaktien sind total verrückt gestiegen, von 15, 20 Cent, 10, 20, 30, 40 Dollar. Gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen. Das war sozusagen die zweite Chance. Ja, nochmal ganz kurz. Was liegt jetzt, glaube ich, vor uns? Wir glauben, insgesamt liegt jetzt zumindest ein Silbereinstieg in den nächsten 6 bis 9 Monaten auf 37 Dollar, vielleicht in der Spitze bis 50 Dollar vor, dann vielleicht mit der Korrektur, weiß kein Mensch, ist schwer, kann auch schneller gehen, kann auch langsamer kommen, aber
jedenfalls wird es aufwärts gehen und die völlig unterbewerteten Gold- und Silberaktien sollten dann profitieren. Das sehen Sie hier am linken Beispiel. Diese Silberaktie war vom ihrem Tief, vom letzten Goldaktienhoch 2021 von 2 Cent auf 36 gestiegen. Dann hat sie 2023 wieder 2 Cent erreicht, ist mittlerweile bei 9 Cent, ist also schon angestiegen. Sie sehen schon gewaltige Anstiege gemacht, aber das sind auch gute Aktien, die schon vorlaufen. Gibt immer noch viele, die noch nachlaufen und dann auch noch steigen sollten. Also solche Aktien hoffen wir uns bei einer Goldaktienrallye, die stärker sein sollte als 2021, dass es tatsächlich Richtung 1 Dollar geht. Und das würde dann von diesem Tief von 2 Cent auf 1 Dollar ein 50-Bäcker sein. Oder eben auch mehr. Muss man sehen, wie die Anleger reagieren, wie heiß der Markt läuft. Aber ist auf alle Fälle denkbar. Das nennen wir Ereignis 1, einfach nur moderater Anstieg von Gold und Silber, dafür aber explosionsartiger Anstieg dieser extrem bewerteten Gold- und Silber-Penny-Stocks-Aktien. Ja, hier nochmal, warum die so unterbewertet sind oder was heißt warum, wissen wir nicht, aber wir können sagen, dass sie doppelt extrem unterbewertet sind. Zum einen sieht man an dem Aktien-Gold-Chart, das misst einfach die Assetklasse Goldaktien gegenüber Gold und dann sehen Sie jetzt 1996 die Goldaktien im Verhältnis zu Gold fallen, völlig wieder natürlich eigentlich. Vielleicht hat es eben auch teilweise mit höheren Produktionskosten oder was auch immer zu tun. Jedenfalls ist es so tief, es hat seinen Boden gefunden. Und jetzt mit den explosionsartigen steigenden Gold- und Silberaktien kann auch eben diese Ratio mit einmal sich ins Gegenteil verwandeln, zu den Mediawert in den roten Bereich gehen, beziehungsweise auch darüber hinaus. Und das würde dann bedeuten, dass wir eine der größten Goldaktienrallyes aller Zeiten haben. Hier übrigens beim letzten Silberboom, hier 2011, äh, ist das gar nicht sichtbar eigentlich angestiegen. Und Sie sehen, allein dadurch haben wir wahrscheinlich ein 3- bis 4-mal höheres Potenzial bei der letzten Goldaktienrallye, dass das, sage ich mal, wieder zurückschnappt. Also auch von der Hinsicht eine unfassbare Chance. Und damals war das übrigens eine Bärenmarktrallye. Sie sehen ja, die Goldaktien sind gefallen. Die sind eben ein bisschen zu stark gefallen damals in der Finanzkrise, etwas zurückgeschnappt. Und da haben schon Leute Millionen verdient und dann ging es weiter runter. Was passiert jetzt? Das wird sich zeigen. Und dann haben wir auch noch das Verhältnis von Juniamin zu Seniamin. Das ist auch abnorm. Das gab es so auch noch nicht. Gerade die Penny Stocks Aktien, die ich auch aufgezeigt habe und für die wir uns so zu interessieren, sind unvorstellbar tief bewertet im Vergleich zu Senior-Aktien, den Berix dieser Welt. Und das sollte auch schnell zurückschnappen. Und Sie sehen das hier. Da gab es eben hier 2002 so eine Situation, da war auch so ein großes Gap. Und ganz schnell, innerhalb von einem halben Jahr, waren sogar die Junior-Aktien mehr bewertet als die Senior-Aktien. Das erwarten wir ehrlich gesagt auch. Das beides zusammen gibt ein derartig unglaubliches Mix, dass man sich das eigentlich rational gar nicht vorstellen kann, was für ein Potenzial da drin ist. Immer noch, trotz dieser Anstiege, die Sie jetzt gesehen haben. Die sind ja auch nicht bei allen Gold- und Silberaktien. Einige gehen noch zurück. Vermutlich spielen dann noch Algorithmen eine Rolle, damit das nicht so sichtbar ist. Aber uns entgeht da nichts. Die Goldaktien gehen hoch. Es bahnt sich eine ganz große Jahrhundertchance an. Ja, Ergebnis 2, 3. Damit meinen wir im Wesentlichen, also wenn die Goldaktie hochgestiegen ist, kann es natürlich dazu führen, dass es da viele Interessenten gibt. Kann sein, dass es zu Minenschließungen kommt, dass die Politiker sich interessieren, extra Besteuerung. Also können wir, glaube ich, nur in dieser Frühphase des Marktes da profitieren und dann möglicherweise zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen. Dann sind sie sozusagen aus dem System raus und müssen nicht hinnehmen, was mit dem Bankensektor oder was mit den Politikern dann passiert. Also das ist im Prinzip eine Empfehlung, weil je stärker dann die Goldaktien steigen, ist es irgendwie auch ein Krisenbarometer. Und wenn die ganz hoch sind, ist eben auch das Risiko ungeheuer hoch. Und Rückschlag kann es natürlich auch geben, dass sie doch mal die Aktienmärkte zusammenbrechen lassen und das nochmal dezimieren. Aber ich bin schon der Meinung, dass jetzt Silber auf 37, vielleicht 50 steigt und das ist Treibstoff für diese Goldaktien. Die explodieren hoffentlich 10, 20, 30 Mal oder noch mehr besser als Gold und Silber selbst. Das ist das Entscheidende. Und sie können dementsprechend mehr Gold und Silber und andere Sachwerte
und auch eben Lebensunterhalt davon bestreiten. Das ist einfach eine interessante Situation, die sich so aufgestaut hat, dass es in der Vergangenheit gegeben hat, aber eben auch nicht sehr häufig passiert. Aber ich denke mal, wir stehen vor so einer Situation. Ja, das ist systemische Risiko einfach zu betrachten. Auch wollte ich hinweisen, wir können es wahrscheinlich nicht so einfach machen wie 1980. Da hätte man einfach diese Goldaktien kaufen können, die sich da teilweise um 100, 200-fache gestiegen sind und dann einfach Topfonds davon kaufen können und dann Leben lang davon leben können. Vermutlich wird diese Krise doch heftiger. Es kommt systemischen, vielleicht wird irgendwas abgestellt, aber der Vorteil eben dieser systemischen Krise ist, wenn Sie dann Gold und Silber haben, dass Sie dementsprechend günstiger auch als es 1980 jemals gewesen ist, einkaufen können. Das ist dann wiederum der Vorteil, die Chance, die in dieser möglichen Krise dann steckt. Ja, ich meine, letztendlich, wir haben keine Kristallkugel, kann auch sein, dass es langsam bis 2027 hochläuft unter vielen Schwankungen, who knows, ist es einfach nur eine Sicherheitsstufe, die wir empfehlen einzubauen an der Stelle. Ja, man kann das sind ja verschiedene Ereignisse. Jetzt Goldaktien, dann Gold und Silber nochmal bis zum Maximalwert und vermutlich danach kommt es dann zu einer wirtschaftlichen Erholung, auch vielleicht mit einem neuen Währungssystem, Währungsreform. Who knows? Jedenfalls die Schulden dürften dann abgebaut sein und dann haben wir inflationsfreies Wachstum. Dann macht es keinen Sinn mehr, in Gold und Silber zu sein und man kann sich wieder auf den normalen Aktienmarkt konzentrieren und Topfonds kaufen, vielleicht Zukunftstechnologien investieren. Das hätte 1980 gut funktioniert bis im Jahr 2000. Und wenn man das einfach mal so zusammenrechnet, das ist mit diesen Zahlen gemeint, Goldaktien können vielleicht im Schnitt um das 25-fache jetzt steigen. Gold und Silber kann seinen Maximalhöhepunkt erreichen. Sie vervierfachen dann nochmal ihre Kaufkraft. Im Höhepunkt muss es dann gelingen, das zu reinvestieren und Top-Aktien, was auch immer übrig ist, oder dementsprechend günstige Immobilien zu kaufen. Das macht das eine Hochrechnung, das ist damit gemeint. Das ist, wie gesagt, eine schematische Überlegung. Ich finde es nur einfach interessant. Also wenn Sie 200 $ jetzt nehmen, das für 25-fachen, dann für vierfachen, für 50 machen, können Sie langfristig 1 Million heutige Kaufkraft schaffen. Und das ist, sage ich mal, schon mal angesichts dieser ganzen Rentendiskussion, demografische Blabla, das ist möglicherweise in dieser Grundüberlegung, will ich sagen, steckt möglicherweise die Antwort. Das ist natürlich alles mit vielen Wechselfällen versehen, was man nicht vorhersehen kann. Aber das Interessante ist, man kann eben sehr, sehr viele Ereignisketten sozusagen starten und anlegen. Und es müssen eigentlich nur eine durchkommen sozusagen. Und dann hat man eigentlich ausgesorgt, was vielen anderen vermutlich nicht gelingen will, weil die natürlich zur falschen Zeit in der falschen Assetklasse sind. Und das versuchen wir eben hiermit zu vermeiden. Ja, der 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu rechnen, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jener Zeit an Gold und Silber gekommen, auch sehr günstig. Sie überweisen und schon ist Zollfreilage in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch Verkauf, meiner Meinung nach auch ein Blick wert. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, würde Sie bitten, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, werden sofort über das neues Video informiert. Vielleicht auch ein Like geben, dann schlägt der Algorithmus auch das Video anderen an diesem Thema interessierten Zuschauern vor. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.